Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video möchte ich euch gern die granulierenden Farben von Micello vorstellen, diese swatchen, ausprobieren und am Ende des Videos gibt es dann mein Fazit. Das Video besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. In der Infobox findet ihr Timestamps zu den einzelnen Kapiteln. Als nächstes öffne ich die Box für euch, damit ihr sehen könnt, wie beispielsweise so ein Set mit 34 Tuben aufgebaut ist, die ich dann anschließend noch in mein Buch von Arteza swatchen möchte, wo ich mittlerweile all meine Aquarellfarben drin sammeln möchte, um eben einen Überblick zu haben, welche Töne ich schon habe, von welchen Marken. Und das habe ich gerade erst begonnen und bin auch noch nicht bei allen Seiten komplett fertig geworden. Aber hier habe ich mir auf jeden Fall schon mal Platz geschaffen für die Micello, um die dann anschließend zu swatchen. Ihr habt die einzelnen Tuben ja auch schon unter der Box liegen sehen. Es gibt also auch mehr als 34 Farbtöne und ich habe bei den einzelnen Tuben auch bereits schon zugeschlagen und vorab auch schon mal im Großen geswatcht. Die Farbtöne, die ihr unten rechts seht, gehören nicht mit dazu. Das ist eine andere Firma, die ich euch gerne an anderer Stelle vorstellen möchte. Auf der Rückseite habe ich noch einige der Micello. Dann kommen allerdings nochmal andere Töne, die auch nicht zu den Micellos gehören. Aber hier die Gansai Tambi granulierenden Farben. Das ist aber ein anderes Kapitel. Und ganz unten habe ich jetzt vor kurzem erst die Daniel Smith Sticks ausprobiert. Okay, zurück zur Box. Jetzt wollen wir das gute Stück mal öffnen. Dafür lege ich die anderen Tuben, die ich noch extra gekauft habe, dazu und mache die Box mal auf. Die Box macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck, also die ist nicht schwabbelig und im Deckel findet ihr die ganzen Farbtöne, die in der Box enthalten sind. Weiterhin in der Box befindet sich ein Aquarellpapier aus 100%iger Baumwolle, auch aus dem Hause Micello, welches man in dem Zusammenhang ausprobieren kann. Auch ein sehr strukturiertes Papier und ja, relativ fest. Das habe ich nochmal aus der Banderole rausgeschnitten, die um die Box gewickelt war, damit ich quasi alle 34 Farbtöne nochmal für mich als kleine Karte habe. Und dann ist auch noch ein großes Heft mit drin, wo man alle Farbtöne findet, nämlich insgesamt 56 Stück zu meinem Leidwesen. Naja, Fazit kommt am Ende, aber ja, es sind 56 Farbtöne. So gut, dann wollen wir den Heiligen Gral mal öffnen. Tada! Die Tuben sind auf jeden Fall schon mal wunderschön gestaltet optisch. Wir haben hier 15 Milliliter Tuben, was eigentlich ganz ordentlich ist, muss man sagen. Die genauen Produktspezifikationen nenne ich euch dann, wenn wir swatchen. Und zwar, ich habe jetzt hier mein Arteza Watercolor Book liegen, in das ich die Farben gerne swatchen möchte. Wir beginnen mit der ersten Farbe, Cloud White. Das ist immer so eine Sache, swatcht man die weißen Farben mit rein oder nicht. Hier in dem Fall habe ich es gemacht. Bei manchen lasse ich das weg. Okay, starten wir mit den Informationen zu den Farben. Der Hersteller ist also, wie bereits erwähnt, Micello und das ist eine Firma aus Südkorea. Die Aquarellfarblinie Micello Mission Gold ist eine Premium-Farbe von Micello, welche in Zusammenarbeit mit internationalen Aquarellkünstlern entwickelt wurde und soll sich auszeichnen durch eine extrem hohe Pigmentkonzentration, Brillanz und Leuchtkraft, hohe Transparenz und Mischbarkeit und wir haben hier bei der Firma den Hinweis, dass auf Kobalt- und Cadmiumpigmente verzichtet wird. Wichtig aber auch hier in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Farben nicht vegan sind, da auch hier ein Anteil an Honig verwendet wird, sowie Gummi Arabicum, Guacanmehl oder Sorbitol. Die Farben sind laut Herstellerangaben lichtbeständig und für professionelle Anwendungen geeignet. Die Lichtechtheit variiert natürlich auch hier von Pigment zu Pigment, aber die meisten Farben haben auf jeden Fall eine sehr hohe Beständigkeit gegen UV-Licht. In Bezug auf die Transparenz lässt sich sagen, dass die meisten Farben transparent bis halbtransparent sind und das eignet sich besonders für Lasurtechniken. In Bezug auf die Eigenschaft, ob sich die Farben wieder anlösen lassen, was auch mit dem Begriff Staining bezeichnet wird, lässt sich sagen,
dass der überwiegende Teil der Farben Semi-Staining ist, also auch hier besonders gut geeignet für bestimmte Techniken. Alle Angaben zu den Pigmenten, zur Lichtechtheit, Transparenz oder zum Staining finden sich auf den jeweiligen Tuben. Wie schon erwähnt, handelt es sich hier um 15 ml Tuben und die Serie beginnt hier bei 6,95 € die Tube und das ist ein ganz ordentlicher Preis. Die Farbtöne variieren natürlich je nach Pigmenten, so kann eine Tube auch einmal 10,99 € kosten, aber insgesamt im Vergleich zu anderen Marken auf jeden Fall noch in Ordnung für 15 ml. Das Set über die 34 Farbtöne liegt im Durchschnitt bei 199 €, ist aber auch hin und wieder etwas günstiger im Angebot. Ich selbst habe es ganz günstig geschossen. Es war auch eine Zeit lang vergriffen und ich habe es dann in Spanien ergattert und habe es für 154 € bestellen dürfen, ohne Versandkosten. Da war ich natürlich mega glücklich drüber. Für alle, die mit granulierenden Farben nichts anfangen können, hier noch eine kurze Erklärung. Granulierende Farben bestehen aus unterschiedlichen Pigmenten, die sich aufgrund ihrer Zusammensetzung bzw. Dichte auf dem Papier trennen und so eine körnige Textur hinterlassen, je nachdem welches Papier man verwendet und wie viel Wasser. Und diese tollen Effekte eignen sich besonders für das Lavieren oder Lasieren, für atmosphärische Landschaften oder Strukturen oder Hintergründe. Oder wie in meinem Fall im späteren Teil des Videos zum spielerischen Ausprobieren. Im Falle der granulierenden Farben von Mischen bedeutet das, dass wir hier Dualtoneffekte haben, also es sind 2 verschiedene Farbtöne jeweils verwendet worden, die eben einen schönen Kontrast beim Verwaschen bilden. Auch bei der Bezeichnung der Farbtöne hat man sich Mühe gegeben und auch hier fantasievolle Namen gewählt oder Namen, die von der Natur inspiriert wurden, wie beispielsweise Mandarine Orange, Morgenröte Rot, Sonnenuntergang Violett, Fantasieviolett, V-Blau, Wellentürkis, Waldgrün und viele mehr. Die Farben besitzen laut Hersteller eine hohe Pigmentkonzentration, was sich positiv auf den Verbrauch pro Anwendung auswirkt und auch eine intensive Leuchtkraft der Farben bewirkt. Aus diesem Grund sind sie auch bei Künstlern sehr beliebt. Sie sind auf jeden Fall ideal für expressive Techniken. Sie haben keine toxischen Pigmente. Sie haben einzigartige Texturen durch die Granulation und die Tubengröße von 15 ml ist auf jeden Fall künstlerfreundlich und schont dadurch mehr oder weniger den Geldbeutel. Damit hätte ich jetzt auf jeden Fall erstmal alle für mich wichtigen und hoffentlich auch für euch wichtigen Informationen bereitgestellt. Sollte noch etwas offen sein, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich beantworte das gern. Ansonsten kann ich zu den Farben sagen, die brauchen auf jeden Fall viel Wasser und man sieht den Effekt besonders gut auf größeren Flächen. Also ich habe auch in den vergangenen Videos schon damit gemalt. Auch da sind natürlich tolle Effekte entstanden. Aber jetzt hier im späteren Verlauf kann man auch sehen, wenn man das großflächiger betreibt mit dem Granulationseffekt, dann sieht man einfach nochmal eine bessere Wirkung. Ganz am Ende gibt es auch nochmal Nahaufnahmen von den hier geswatchten Farben. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wie es im Verlauf des Videos weitergeht. Was ich auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt im Video schon sagen kann, ist, dass ich auch die nicht granulierenden Farben, Aquarellfarben von Micello benutze und damit zu 100% zufrieden bin und die auch empfehlen kann. Also das sind wirklich sehr brillante Farben, die sich wunderbar verarbeiten lassen. Die lassen sich sehr gut mit dem Pinsel auch im getrockneten Zustand anlösen in der Palette. Da kenne ich andere, auch bekannte und bedeutendere Marken, wo ich doch mehr oder weniger Schwierigkeiten habe, schnell die Farbe aus der Palette zu bekommen. Also das ist hier bei den Micello-Farben auf jeden Fall sehr gut. Also man kann schnell mit ihnen arbeiten, sie verteilen sich wunderbar und lassen sich super verarbeiten. Wie ich nun hier über die granulierenden Farben denke, erfahrt ihr wie gesagt am Ende. Wir schauen uns am Ende auch nochmal an, wie die Farbtöne im Einzelnen aussehen und mit welchen man sie vielleicht vergleichen kann. Wie gesagt, ich habe hier in meinem Buch auch andere Marken mit Granulationseffekt und wir schauen, sieht die ein oder andere Farbe doch ähnlich aus zu der oder der Marke. Ich habe natürlich auch nicht alle, aber doch
schon sehr viele, die man vergleichen kann. Wir swatchen hier auf jeden Fall noch zu Ende. Ich mache ein bisschen Musik in den Hintergrund. Und wem das doch zu lang dauern sollte, der kann gerne in die Timestamp schauen und einfach weiter switchen. Oder ihr hinterlasst mir noch einen kleinen Kommentar, über den ich mich freue, eine Frage, oder nutzt die neue Funktion, in der ihr Videos hypen könnt. Damit sollen kleine Kanäle, so wie dieser hier, beispielsweise gepusht werden, sodass er eben auch für andere sichtbar wird. Habt ihr eure Hypes schon ausgegeben? Kein Problem, ihr dürft mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren, auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und schaut doch auch gerne in meine Playlists oder schaut euch ein anderes Video an, welches sich auf meinem Kanal befindet. So, da bin ich wieder. Wir benutzen Aquarellpapier. Ich benutze hier das Canson Aquarellpapier.
Das hat eine leichte Struktur und zunächst befestige ich das Papier an einem Malbrett. Benutze hier ganz einfaches Tesa, das lässt sich gut verwenden für dieses Papier, man macht es nicht kaputt. Und jetzt seht ihr ein paar Materialien, die ich benutzen möchte, man hat es schon gesehen, am Ende soll ein Lesezeichen entstehen oder die Möglichkeit, abstrakte Bilder in kleine Rahmen zu fassen. Ich habe auch hier das Video wieder beschleunigt. Ihr sagt mir am besten, wie ihr es gerne hättet. Soll ich das in Echtzeit zeigen? Ist es zu schnell? Etwas langsamer? Noch schneller? Sagt mir einfach Bescheid. Die Frage ist ja, wie lang ihr ein Video haben möchtet. Ich denke, mit 30 Minuten ist da schon ein guter Rahmen gesetzt, aber da könnt ihr frei auch Wünsche äußern. Wenn ihr lieber längere Videos habt, meine Stimme ertragen möchtet, dann könnt ihr das gern sagen. Und ich werde versuchen, das bei künftigen Videos zu berücksichtigen. Hier habt ihr mal noch ein Pigment, was ich benutze. Das ist von Brusho. Sage ich jetzt einfach mal, entschuldigt bitte, wenn ich es falsch ausspreche. Aber das sind auch Pigmente, die verschieden ausgranulieren, die hier auch einen super tollen Effekt erzeugen. Habe ich auch erst für mich entdeckt. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich spiele hier also mit den verschiedenen Materialien. Ich habe hier einen Derwent Inktense Stift benutzt. Vielleicht auch hier noch kurz an der Stelle. Ich werde von niemandem gesponsert oder bekomme auch für keine Erwähnung von irgendjemandem finanzielle Unterstützung. Als nächstes verwende ich die losen Pigmente von Schminke. Die sehen wunderbar aus, aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Zum einen haben wir Gefahrenhinweise darauf und zum anderen nach dem Trocknen auf dem Papier lässt sich das mit dem Finger teilweise auch etwas abreiben und das ist natürlich je nach Verwendungszweck eher ungünstig. Ich fülle mir das in die Palette, hier die Pigmente, um dann mit einer Pipette Wasser aufzutropfen, weil mir das mit dem Spray doch etwas zu gefährlich ist. Also einatmen sollte man das vielleicht nicht unbedingt. Spaß macht es auf jeden Fall, damit zu arbeiten. Und es macht einen tollen Effekt. Wem das zu heikel ist oder sich daran stört, kann natürlich auch auf Alternativen zurückgreifen, wie zum Beispiel die Aerocolor Metallic-Farben, die es ja auch von Schminke gibt, die ich sehr empfehlen kann. Also die machen wirklich richtig Spaß. Hinweis aber an dieser Stelle, es handelt sich dabei um Acrylfarben. Hier könnt ihr in der Nahaufnahme nochmal die verschiedenen Effekte sehen, hier von diesem Brusho Pulver, aber auch die super tolle Granulation von den Micello-Farben. Das Aurora Red müsste das ja gewesen sein, ne? Also wirklich toll und das Aurora Blue noch als Tropfen, wirklich eine tolle Farbkombination. So, das lassen wir jetzt trocknen und ich würde sagen, das geht nochmal in eine zweite Runde. Wir lösen erstmal das Papier und ihr habt es zwischendurch schon gesehen, da war ein Lesezeichen. Ein Lesezeichen hat 2 Seiten, also das Ganze nochmal auf der Rückseite. Das wilde Spielen ist natürlich eine tolle Möglichkeit, seine Materialien kennenzulernen. Ohne Kopf und ohne Plan einfach Farben aufbringen, wild, viel Wasser, spielen, laufen lassen. Das ist doch das, was am meisten Spaß macht, wenn man mit verschiedenen Materialien arbeiten darf. Hier habe ich es möglicherweise etwas übertrieben mit den Brusho oder Brusho Farben, übrigens von Colorcraft. Und ich habe hier ein Pack von 12 Pigmenten. Das ist auf jeden Fall auch lohnenswert zum Spielen. So, hier gehen wir nochmal in die Nahaufnahme und schauen uns das an, was hier entstanden ist.
auch eine tolle Farbkombination, sehr leuchtintensiv und ich freue mich schon, was wir im Anschluss daraus machen. Beziehungsweise natürlich ich, aber ich animiere und motiviere euch natürlich gern, das auszuprobieren, eure Farben rauszuholen und einfach loszulegen. Egal, ob ihr jetzt diese Farben habt oder andere, nehmt euer Kreativzeug und beginnt euren eigenen Prozess. Als nächstes bekommt ihr eine Nachstellung des Tatprozesses oder Hergangs, denn leider hat mich die Kamera im Stich gelassen, während ich quasi schon alles fertig gemacht hatte, hat dann meine Kamera bzw. mein Gerät entschieden, das Video einfach nicht zu speichern und so habe ich das für euch nochmal aufgenommen. Also, ich habe hier verschiedene Materialien, um eben das Lesezeichen herzustellen, einen Eckenabrunder und die Möglichkeit auch noch verschiedene Formen an den Ecken anzubringen. Ich benutze eine Schablone, um mir Bereiche, die mir gut gefallen, auszuschneiden. Man kann auch nur eine Seite farblich gestalten. Ich habe jetzt hier in dem Video eben beide Seiten. Dann habe ich ein Loch reingestanzt, die Ecken entsprechend hübsch gemacht. Und mir dann noch, ja, wie heißen die? Ich lasse es lieber, sondern zeige hier nochmal durch wildes Gefuchtel, dass man eben doch viel Pigment von dem Gold dann am Ende an der Hand hat und am Finger, was vielleicht nicht so geeignet ist für ein Lesezeichen, es sei denn, man mag es, wenn das Buch dann innen glitzert. So, ich wähle hier also die Farbe aus für das Lesebändchen und war der Meinung, dass das Orangene zu dem Blau sehr gut aussieht. Ja, also auf der Rückseite wollte ich dann nochmal schauen, was geben da die Farben und Strukturen her, welche Stelle gefällt mir und habe mir da nochmal was dazu ausgesucht und bringe nun hier ebenfalls das Lesebändchen an. Wenn euch das zu schnell ging und ihr dazu noch Fragen habt, schreibt mir unbedingt. Ihr habt es im Verlauf schon gesehen, ich habe immer mal Bilderrahmen mit dazugelegt. Bleibt natürlich euch überlassen, was ihr mit der Spielerei anstellt. Ihr könnt es natürlich auch in kleine Rahmen packen, in ein Passepartout, das sieht wunderschön aus. Im kleinen Format, im großen Format, da ist ja auf jeden Fall der Fantasie freien Lauf gelassen, wie ihr das gestaltet und was ihr gestaltet und womit. Hier nochmal in der Nahaufnahme. Mir gefallen sie wahnsinnig gut, eben bis auf die Tatsache, dass sich das Goldpigment so sehr löst. Kommen wir nun zu den Farben, um die es ja eigentlich geht. Auch hier seht ihr meinen Finger übers Papier reiben und der eine Ton ist tatsächlich sehr körnig und lässt sich etwas abreiben. Auch das habe ich in einem Skizzenbuch schon festgestellt, dass sich einige Pigmente auf die gegenüberliegende Seite abreiben. So, schauen wir doch mal rein, ob wir hier Übereinstimmungen der Töne finden, die dem Ganzen vielleicht ähneln. Ich schaue jetzt hier in dem Fall, ob ich einen Ton finde, der dem Fantasieviolett entspricht und hatte da direkt an die granulierenden Farben von White Knights gedacht, aber da bin ich nicht fündig geworden, eher bei den Farben von Roman Szmal, nämlich das Mineral Violet, sieht da schon ähnlicher aus. Die Farbe, die ich euch als nächstes als großen Swatch zeige, der ist ähnlich, aber doch nicht ganz gleich. Und zwar geht es hier um die Farben von Rockwell, aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Als nächstes schaue ich mir das Aurora Pink an, ob ich den Ton irgendwo finden kann. Und werde auch hier vielleicht fündig bei Roman Szmal, das Misty Morning geht etwas in die Richtung oder der rosa Nebel von White Knights. Aber man muss insgesamt doch sagen, dass die Töne der granulierenden Farben von Micello doch schon sehr einzigartig sind. Natürlich kann ich das nicht im Ganzen sagen, da ich natürlich auch nicht alle granulierenden Farben besitze, aber doch schon sehr viele. Im Vergleich die Schminke granulierenden Farben sind eher dumpfer und auch nicht so brillant. Und jetzt schaue ich nochmal nach dem Xide Turquoise und dachte, da könnte ich vielleicht bei den Schminkefarben fündig werden. Ja, eventuell. Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Fehlalarm, entschuldigt. Also wie gesagt, das ist doch schon sehr, sehr einzigartig. Und ja, bei den White Knights bin ich wieder ein bisschen, gibt es etwas Übereinstimmung, aber eben auch nicht zu 100%. Also ich muss euch enttäuschen, wenn ihr denkt, ihr könnt die Farben mit anderen Marken ersetzen, die ihr schon habt.
Wahrscheinlich nicht. Was mir hier aufgefallen ist bei diesem Ton, ist, dass der in der Farbkarte komplett anders aussieht vom Ton als dann beim Swatchen. In der Farbkarte erscheint er eher als Grünton, aber hier ist er eher violett. Milky Way Violet ist damit natürlich auch besser passend. Ja, auch die Brauntöne und Grüntöne an sich sind wunderschöne Farben, die man auf jeden Fall auch in Landschaftsbildern gut mit einbinden kann. Und ich habe natürlich noch zusätzliche Töne dazu und ihr habt gesehen, ich habe da auch noch Lücken gelassen dazwischen. Also auch da bin ich mir noch unschlüssig, ob ich da mein Set eventuell auch ein Stück weit noch ergänzen kann. Ihr seht, ich bin weiterhin auf der Suche und schaue hier nochmal bei den Blautönen, ob ich eventuell etwas finden kann, was ähnlich aussieht. Ich muss sagen, die White Nights granulierenden Farben sind schon die, wo ich die meisten ähnlichen Töne finde, aber auf jeden Fall nicht zu 100% als Übereinstimmung. Also auf keinen Fall die gleichen Farbtöne. So, die Farben sind geswatcht und auch beschriftet. Ich habe hier die englischen Bezeichnungen der Tuben gewählt und beschrifte nun noch die Seite mit der entsprechenden Spezifikation für die Farben. Also Micello, Mission Gold, Glas, granulierende Farben bzw. Granulation Watercolors. So Leute, jetzt möchte ich euch natürlich nicht weiter auf die Folter spannen und euch sagen, wie ich die nun finde. Also, ich muss sagen, als ich die das erste Mal geswatcht habe auf dem großen Blatt, das ein einfaches Gerstecker Klassik Aquarellpapier, war ich tatsächlich nicht wirklich überzeugt. Hier jetzt im Arteza Book und auch beim spielerischen Ausprobieren haben die Farben wesentlich mehr Spaß gemacht. Sie lassen sich super im Wasser lösen, sie granulieren wunderbar, sie lassen sich toll verarbeiten. Und ja, wie gesagt, die einfachen Aquarellfarben ohne den Granuliereffekt, die liebe ich schon. Und auch hier muss ich sagen, ich bin ein großer Fan. Also tut mir leid an die, die gehofft haben, die brauchen alle 56 Töne nicht. Doch Leute, ihr braucht die, genauso wie ich die brauche. So, also ich habe beim Swatchen Platz gelassen und habe daneben auch noch Platz, glücklicherweise, denn der nächste Wunschzettel ist tatsächlich schon geschrieben. Natürlich nicht alle Töne auf einmal, aber doch ein paar, die mich noch interessieren oder als Ergänzung damals noch vergriffen waren. Ich bedanke mich bei euch, macht's gut, bis bald, bye bye.